Moin liebe Leute, wie angekündigt das zweite Video aus meinem Tauchurlaub und in diesem Video beschäftigen wir uns jetzt mit dem Unterwasserleben. Es ist natürlich nicht so, dass man hier bei jedem Tauchgang dann die großen wundersamen Dinge hat, dass man jedes Mal Schildkröten, Haie oder sonst irgendwas erlebt. Das sind eher die seltenen Begegnungen. Was tut ein Taucher, wenn er einen Hai sieht? Sich freuen. Ist tatsächlich so, denn Haibegegnungen werden immer seltener. Was ihr hier übrigens im Hintergrund seht, der Mangroventeil dort und der Mangroventeil dort, das sind zwei künstlich erzeugte Inseln, die hier liegen. Das soll der Auszug von dem Hafen gewesen sein, denn da hinten im Hintergrund seht ihr die Kräne, das ist der Hafen von Santo Domingo, größter Hafen hier in der Karibik. Seht ihr jetzt nicht, ist für euch zu klein, aber da sind einige mit Stand-Up-Paddles dort hinten auch aktiv, die dort in dem Bereich dann zum Schnorcheln unterwegs sind. Es gibt mehrere Tauchbasen hier vor Ort. Es wird üblicherweise vom Boot aus getaucht und mit dem Boot geht es so 10 Minuten raus. Das ist jetzt also keine große wilde Seefahrt. Wer da also Bedenken hat, längere Strecken auf dem Wasser vom Magen her nicht so gut verknusen kann, das ist hier kein Problem. Man hat ca. 20 Tauchplätze hier vorne zur Auswahl, alle ein bisschen unterschiedlich gestaltet, etwas tiefer, etwas weniger tief. Ein künstliches Wrack ist hier vor ca. 20 Jahren versenkt worden, ein Hafenschlepper namens Catuan. Auch das werdet ihr in diesem Video noch sehen. Am auffälligsten war dieses Mal für mich viele Begegnungen mit Stachelrochen. Häufig und typisch ist hier eigentlich der jamaikanische Stachelrochen, der durch sein geflecktes äußeres, oberes auf den Sandflächen kaum zu erkennen ist, wenn er sich ein bisschen eingegraben hat, schon gar nicht mehr zu erkennen ist. So habe ich hier also als Beispiel ein Exemplar, über den bin ich direkt rüber geschwommen und ich habe ihn nur erkannt, weil er vergessen hat, einen winzigen Teil von seinem Stachel hinten auch mit Sand zu bedecken. Aber nicht nur den jamaikanischen Stachelrochen habe ich dieses Mal gehabt, sondern auch den normalen Stachelrochen, auch zum Teil in einer ziemlichen Größe. Da gab es also durchaus nicht alltägliche Begegnungen mit Tieren dieser Größe, weil man muss sie auch erstmal erkennen, ne? Das kann ich euch gut am Beispiel dieser grün-gelb gefleckten Muräne zeigen, die mal freischwimmend unterwegs war. Dann kam unsere Gruppe von 3 Tauchern und sie versuchte schnell, sich irgendwo dann Blickschutz zu besorgen. Und das ist ihr dann auch ziemlich gut gelungen, wie ihr in dem Videoausschnitt hier seht. Was tatsächlich ein Problem ist hier, nicht nur in der Dominikanischen Republik, sondern im gesamten Bereich der Karibik, ist der eingeschleppte Rotfeuerfisch. Es gibt das Gerücht, dass der Rotfeuerfisch durch ein geplatztes Meerwasseraquarium in Florida in Freiheit gelangt ist und sich dann hier im Bereich Golf von Mexiko und Karibik ausgebreitet hat. Andere Stimmen behaupten, das hat eher was mit dem Ballastwasser zu tun. In den großen Containerschiffen muss immer Ballastwasser gepumpt werden, um die Schiffe zu tarieren. Und damit werden natürlich auch Jungfische mit eingesogen und am Zielort dann gegebenenfalls wieder in die Umwelt entlassen. So ist ja auch die Wollhandkrabbe in Deutschland eingeschleppt worden, dass die sich plötzlich in der Elbe breit gemacht hat, weil sie über Containerschiffe dann eben nach Hamburg von China transferiert worden ist. Das scheint mir auch mit dem Rotfeuerfisch so passiert zu sein. Das Problem ist, er hat hier keine natürlichen Feinde, ist sehr giftig. Seine Stacheln tragen Gift und dadurch hat er keine natürlichen Feinde hier im Bereich der Karibik und kann sich explosionsartig vermehren, hat einen großen Appetit und frischt den gesamten Jungfisch weg. Ich habe also selber beobachten können über die Jahre, wie die Fischbestände hier mal mehr, mal weniger unter ihnen gelitten haben. Immer dann, wenn man den Bestand durch Bejagung, auch durch die Taucher, das machen eigentlich alle Taucher in den jeweiligen Revieren, dass die bejagt werden. Da kann ich es auch nachvollziehen, da ist es für mich auch sinnvoll. Sonst bin ich gegenüber Unterwasserjagd eher nicht aufgeschlossen, aber der Rotfeuerfisch ist hier wirklich ein Problem. Dort, wo man ihn durch Bejagung dann auch in der Population reduziert hat, da ist auch der Fischbestand wieder gesundet.
Problem ist halt nur, Sporttaucher kommen nur so bis 40 Meter. Die haben auf Bahamas mal mit einem U-Boot einen entsprechenden Versuch gemacht, dass sie dann mit diesem U-Boot so auf 120, 130 Meter gegangen sind, wo eben keine Sporttaucher sind. Und wo oben die Population gut im Griff war, unten war wieder alles voll mit Rotfeuerfischen. Überall auf der Welt haben wir dann natürlich das Problem mit der Verschmutzung der Weltmeere. Das bleibt auch hier nicht aus. Aber auch da gehört es eigentlich bei Tauchern zum guten Ton, wenn man irgendwo Müll unter Wasser sieht, soweit er transportabel ist, vernünftig den mitzunehmen. Das habe ich dann dieses Mal auch ausgiebig gemacht, habe einiges an Plastikmüll rausgeholt. Ja. Im extremsten Fall habe ich so einen 5 Liter Kanister dann sogar gefunden. Gott sei Dank hatte der einen Henkel und ich konnte ihn dann einfach am Karabiner, am Jacket einhängen. Sonst wäre das schwierig gewesen, den zu transportieren. Aber so hat es gut geklappt und wir haben wieder ein bisschen weniger Müll, ein bisschen weniger Basura hier im Meer. Und hier erzähle ich euch jetzt ein bisschen was zu meinen Tauchgängen. Das werden jetzt keine zusammenhängenden Aufnahmen zum Tauchen aus einem Tauchgang, sondern ich habe hier die Highlights aus 14 Tauchgängen insgesamt. Versucht ein kleines bisschen thematisch zusammenzufassen. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit reden, zwischendrin, ich nenne das immer Yoga unter Wasser, lasse ich euch ja auch mal einfach mit den Atemgeräuschen dann auch mal alleine, dass man auch mal diese ruhige Stimmung dann aufnehmen kann. Hier seht ihr, Druckausgleich ist wichtig. Tauchen darf niemals wehtun. Wenn es wehtut, dann macht ihr was falsch. Alle 2 bis 3 Meter braucht man beim Abstieg einen Druckausgleich. Hier hat mein Dive Buddy ein kleines Problem. Ihr seht es vielleicht, der Tank ist hinten runtergerutscht. Da ist eine Fangschlaufe dran, da passiert also nichts Schlimmes dabei. Er hat das dann auch gleich gemerkt. Das lernt man auch als Taucher. Equipment unter Wasser ablegen und wieder anlegen. Das ist eine der Übungseinheiten für fortgeschrittene Taucher. Hier hat sich sein Inflator verfangen, da helfe ich natürlich gerne. Und schon ist das Thema erledigt. Was gibt es nicht alles zu entdecken? Da hatten wir eine Anemone. Und hier kommt gleich schon eine Languste. Da hatten wir sehr, sehr viele von dieses Jahr. Ich habe jetzt hier nochmal so 1, 2 im Video mal mit dabei. Das ist aber auch schön zu sehen, dass sich da die Bestände erholt haben. Seht ihr schon? Diese grüne Moräne hat ungefähr Oberarmdicke. Also das ist ein richtiger Klopper. Das ist eine richtig große. Und hier haben wir die Röhrenwürmer. Schön zu sehen, wenn man dichter rankommt. Die verschwinden sofort in ihren Röhren. Und dieser Kugelfisch war doch tatsächlich ein bisschen neugierig. Normalerweise verstecken die sich eher. Aber der blieb eigentlich ganz ruhig. Jamaikanischer Stechrochen. Ich bin übrigens nicht selber persönlich jetzt mit meiner Hand irgendwie mit der Kamera zu dicht dran, sondern dafür habe ich einen Unterwassers-Selfie-Stick. Damit werden die Tiere dann auch nicht so stark belästigt, auch wenn er hier gerade gegen die Kamera geschwommen ist. Aber tatsächlich ist es für die Tiere wesentlich stressfreier, wenn dann nur die Kamera sozusagen dichter an sie rankommt. Die Karibik ist auch ein Schwammwunderland mit den skurrilsten Formen und Farben. Auch sowas kommt mal vor. Die Hurricanes machen es möglich. Das war für uns auch tatsächlich eine Überraschung, dass an dieser Stelle
ein Wrackteil plötzlich liegt von einer Yacht. Das wusste keiner. Das hat uns also tatsächlich auf dem Tauchgang überrascht. Und hier haben wir eine sogenannte Flamingozunge, die sich auf diesen Gorgonien ansiedeln und sie leider dann auch schädigen. Aber aktuell ist auch dort der Bestand eigentlich in einem gesunden Verhältnis. Ja, wenn man Müll sieht, nimmt man ihn mit. Und hier sehen wir was anderes, nämlich einen gar nicht so kleinen Stachelrochen. Das ist jetzt nicht der jamaikanische, sondern der gemeine Stachelrochen. Nicht, weil er gemein ist, sondern weil seine Artenbezeichnung so ist. Sehr elegant und unheimlich schnell. Das werdet ihr auch am Ende des Videos noch einmal sehen. Hier kann man es ein bisschen erahnen. Machen wir nun den nächsten. Es ist nicht dasselbe Tier. Ja, wir haben tatsächlich einiges an Begegnungen gehabt. Ja, und dieser Außenborder ist sogar relativ weit weg. Noch so ein großer Kugelfisch. Die sieht man gar nicht so häufig. Damit ist dann der erste Teil, den ich euch hier zeigen will, dann auch schon am Ende. Einfach mal exemplarisch eine Tauchzeit. Also hier haben wir wirklich so im Schnitt 60 Minuten Tauchgänge. Da haben wir jetzt eben gerade auf dem Tauchcomputer 52 Minuten gesehen, aber jetzt geht es noch ans Austauchen und an den Sicherheitsstopp. Mit circa 60 Minuten ist man dann an der Oberfläche. Und damit es nicht langweilig wird, der nächste Tauchgang. Und das ist tatsächlich mal so ein zusammenhängender Tauchgang, wobei ich den natürlich stark zusammengeschnitten und gekürzt habe. Der geht zu einem Wrack. Das ist ein ehemaliger Hafenschlepper namens Katuan, der im Jahre 2006 als künstliches Wrack, als künstliches Riff hier versenkt worden ist. Mittlerweile sehr, sehr gut von der Natur angenommen. Solche Wracks sind natürlich Geburtsstätten, Brutstätten eigentlich für den Jungfisch, weil hier hat er Schutz vor Räubern. Hier kann er sich verstecken. Hier findet er Nahrung. Einmal ein Blick auf die Ruderanlage. Hat 2 Schrauben gehabt. Der Schlepper, der ist natürlich komplett leergeräumt worden, bevor er versenkt worden ist. Es ist also keine Maschine mehr drin und auch sonst nichts, was irgendwo die Umwelt schädigen könnte. Man hat dann ein paar kleine Sprengladungen angebracht, dass er dann kontrolliert zum Sinken gebracht werden konnte. Und so liegt er jetzt hier auf ca. 22 Metern Maximaltiefe. Ah, wieder ein Rotfeuerfisch. Dadurch, dass das Wrack so gut leergeräumt ist, ist es auch recht einfach betauchbar, aber natürlich nur für erfahrene Taucher. Man muss sehr gut tarieren können, wenn man dann auch in ein Wrack hineingeht. Und dieses Wrack ist natürlich sehr, sehr klein, sehr, sehr übersichtlich und man hat große Innenräume, in denen man sich einfach problemlos bewegen kann. Das sieht bei anderen Wracks ganz anders aus. Das ist also kein Kindergeburtstag. Man sollte also nicht einfach so in ein Wrack hineintauchen. Auch das ist eine
Qualifikation, die man dann mit fortschreitender Taucherkarriere sich dann erwerben kann. Hier lasse ich mich einfach durchsacken, durch Ausatmen und schon ist man raus. Es ist ein wirklich schönes Wrack und heute hatten wir auch unglaublich gute Sichtverhältnisse. Ich habe das Wrack schon öfter betaucht. Das waren mit Abstand die besten Sichtverhältnisse, die ich hier am Wrack jemals erlebt habe. Es macht Spaß, sich mit so einem Wrack zu beschäftigen. Mittlerweile sind die anderen Tauchgruppen bereits am Auftauchen. Mein Dive Buddy und ich, wir haben noch genug Luft, wir bleiben noch ein bisschen länger. Das ist hier unter dem Bug. Da kann man auch schön sehen, wie so ein Wrack einfach ein natürliches Versteck dann ist. Gilt wie immer, nichts berühren, ne? So eine Anemone kann einem ganz schön wehtun. Schornstein. Hier kann man schön sehen, wie leergeräumt doch das Wrack worden ist, bevor es dann versenkt worden ist. Und auch von Anfang an keine Scheiben mehr drin gewesen. Das hat man alles vorher rausgeholt. Diese Muschel ist noch vor nicht allzu langer Zeit, ja, ich denke mal gefuttert worden. Das Perlmutt ist noch sehr, sehr unberührt. Noch nicht wieder neu besiedelt. Aber irgendwann ist auch für uns die Zeit vorbei. Hier sind wir bereits im Aufstieg. Da gilt dann immer
Sicherheitsstopp 3 Minuten auf 5 Metern. Hier wird er angezeigt. Ihr seht das Stoppzeichen als schwarzer Kasten in der Mitte und daneben die 3 bedeutet jetzt die 3 Minuten. Wenn wir die Zeit dann abgesessen haben, was wir erkennen könnt, hier etwas länger als 3 Minuten gedauert hat, dann geht es zurück zum Boot. So, und die Maske könnte euch aufgefallen sein. Die ist in einigen Tauchgängen dann doch ja mal bei meinem Dive Buddy zu sehen gewesen hier. Mit dem habe ich übrigens sehr gerne getaucht. Der hat ungefähr denselben Luftverbrauch. Das Ganze nennt sich Pro Ear. Ist hier über den Luftkanal mit der Maske vorne verbunden und damit kann man diesen Bereich hier hinten natürlich mit ausblasen. Es ist nicht so, dass das Ohr komplett trocken bleibt, aber es dringt nur sehr, sehr wenig Wasser hier ein in den Bereich. Das ist ja quasi auch mit einer doppelten Dichtlippe abgedichtet, wie die Maske selbst auch. Und damit hat man dann kein Wasser im Gehörgang. Das ist ja auch für viele dann tatsächlich ein Thema, auch was Infektionen angeht. Pro Ear heißt das Ganze, ist auch eine richtig gute Tauchmaske. Man sieht es hier, CE-Kennzeichen ist drauf und das Ganze ist dann auch Tempered Glass, wie sich das für eine Tauchmaske gehört. Und im letzten Teil gucken wir uns auch noch mal wieder 1, 2 Highlights an. Hier haben wir jetzt an einer Stelle geankert, wo es keine festen Bojen gibt. Die meisten Tauchplätze hier sind mit festen Bojen versorgt, sodass man dort keine Anker werfen muss. Das ist natürlich schon für den Meeresgrund, aber an dieser Stelle, wir kennen ja das Gebiet, ist der Anker dann als Sandanker auch in eine Sandfläche geworfen worden. Ja, das hat sich eigentlich durchgezogen. Immer mal wieder ein bisschen Müll sammeln. Und hier haben wir einen besonderen Gast, einen Schiffhalter. Die halten sich normalerweise gerne an Großfisch fest, saugen sich mit ihrer Saugplatte regelrecht an. Das ist auch immer ein Anzeichen dafür, dass in der Nähe Großfisch unterwegs sein könnte. Wir haben hier öfter schon mal Ammenhaie gehabt, an denen halten sich diese Schiffhalter auch gerne fest. Und hier probiert er dann doch, ob es nicht mal bei einem Taucher klappen könnte. Die Flaschen werden immer größer. Ja, nicht immer, manchmal auch kleiner. Ja, dann nehme ich meine Kamera doch mal wieder zu mir rüber. Und das war dann die größte Begegnung, der größte Stachelrochen, den wir dann von Nahen haben konnten. Er war auch sehr gechillt, hat sich wenig beeindrucken lassen von uns. Wir haben ihn dann auch gar nicht weiter verfolgt. Aber er hat von sich aus gesagt, diese Tauchergruppe da, nee, da bleibe ich nicht in der Nähe. Und da könnt ihr sehen, wie schnell solche Tiere werden können. Sowas muss man immer mit Respekt und auch mit viel Abstand dann behandeln. Komm, wupp, weg ist er. Eine Spur im Sand. Führt zu einem Einsiedlerkrebs.
Das ist die örtliche Biermarke. Und die Flasche dazu liegt auch direkt daneben. Aber jetzt nicht mehr. Die habe ich mitgenommen. Und da ist mir dann tatsächlich was passiert. Wir haben einen Tauchgang gehabt, wo wir dann auch zum Schluss noch länger bleiben konnten, weil wir noch am meisten Luft hatten. Und eben hatte ich noch 8 Minuten Nullzeit übrig. Und stattdessen war dann kurze Zeit später, wirklich so 1-2 Minuten später, vom Tauchcomputer dann 8 Minuten Aufstiegszeit angezeigt. Also 5 Minuten Deko plus 3 Minuten Sicherheitsstopp. Das war so nicht geplant. Das sollte eigentlich auch nicht passieren, aber genau für so etwas ist dann auch die Reserve. Mit 50 Bar soll man normalerweise auftauchen. Hier hat die Reserve dann als Sicherheitspolster wirklich dienen können, um dann auch problemlos diesen Deko-Stopp dann abzusetzen. Das war jetzt natürlich etwas zusammengedampft, was ich euch jetzt hier zusammengeschnitten habe. So komprimiert erlebt ihr es natürlich in Natura nicht. Das waren 14 Tauchgänge, die ich hier am Stück gemacht habe. Ich konnte nicht jeden Tag tauchen. Ich habe mir eine leichte Ohreninfektion im Außenohr zugezogen. So sind 3 Tage Tauchen ausgefallen. Trotzdem habe ich es dann auf 14 Tauchgänge gebracht. Jeder einzelne war schön, jeder einzelne hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Jetzt geht es hier auf dem Kanal weiter. Habe ich auch schon im letzten Video angekündigt. Mit meinen normalen Reisethemen, Campingthemen. Hier nochmal der Hinweis, kauft solche Andenken, die ihr im Hintergrund seht, nicht hier vor Ort. Damit unterstützt ihr Raubbau an der Natur. Es gibt andere Andenken, die könnt ihr bedenkenlos kaufen und damit unterstützt ihr auch die lokalen Händler. Aber solche Seesterne, so schön sie auch aussehen mögen, bei euch werden sie Staubfänger. Und hier wird wirklich in die Natur eingegriffen, nur um etwas zu haben, was man an den Touristen verkaufen kann. Auf meinem Kanal geht es jetzt wieder weiter mit Wohnmobilthemen. Wenn ich jetzt aus dem Urlaub zurück bin, sollte ich eigentlich mal in Bad Bramstedt in der Werkstatt vorbeischauen. Das Schwarze Schaf sollte da fertig sein. Bin ich mal gespannt, wie das geworden ist. Seht ihr dann im Video, wer sich daran erinnert. Ich habe ja im Herbst ein kleines Unglück gehabt vor meiner Herbsttour, dass ich leider eine Spiegelbegegnung gehabt habe. Und das Ganze musste jetzt nochmal zum Lackieren gegeben werden. Da bin ich gespannt drauf. Könnt ihr auch gespannt drauf sein. Und dann habe ich ja auch schon angekündigt, ihr seht es auch schon am T-Shirt, 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist nicht mehr weit. Da werde ich mich dann auch wieder hinbegeben, aller Voraussicht nach. Freue ich mich schon drauf, mal wieder in der Eifel vorbeizuschauen. 24-Stunden-Rennen finde ich immer ist eine der schönsten Rennveranstaltungen in Deutschland. Ihr kommt an alles ran, ihr kommt hinten ins Fahrerlager rein, ihr kommt direkt an den Boxen vorbei. Wer Rennsport mal hautnah erleben will, dem kann ich so etwas empfehlen. Die entsprechenden Wohnmobilreisen stehen dann auch an, die Saison beginnt. Das Schwarze Schaf müsste vielleicht auch noch mal ein bisschen aufgeklärt werden dafür. Könnt ihr euch drauf freuen? Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr. Und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.